Hallo, mein Name ist Stefan und nach knapp 13.000 Kilometern möchte ich mal etwas zu unserem Wingam Oasi 540 sagen. So, das ist er, 5,40 Meter lang, 2,25 Meter breit vom Gehäuse her. Die Spiegelmaße außen bis außen sind 2,71 Meter. Ja, vom Fahrverhalten bis ungefähr 100 km/h einwandfrei. Fahre ich ihn auch sehr gerne. So ab 110 bis 120 fängt er ein bisschen an zu schlingern. So, an der Stelle gibt es noch was einzufügen zum Thema Schlingern. Wenn wir durch Baustellen fahren, dann greift der Fahrassistent und löscht den Tempomaten. Ja, und also man hört auch dann, wie das Assistenzsystem eingreift, wie die Bremsen greifen. Und dasselbe passiert auch durch große Spurrillen, habe ich festgestellt, jetzt gerade auch auf der Rückfahrt. Und meine persönliche Meinung dazu ist, dass es an den unterschiedlichen Radständen liegt. Wenn also die Spurrillen entsprechend tief sind, ja, und er keine, sagen wir mal, vorn und hinten keine ebene Lauffläche haben, dann kommt er meiner Meinung nach auch ins Schlingern. Wäre schön, wenn ihr da Erfahrungen habt oder eine andere Meinung oder belegt es, dass ihr das vielleicht dann unten in den Kommentaren dann teilt. Ja, nächster Punkt ist, was ich auch vergessen habe, ist das ZF-Wandlergetriebe, das berüchtigte. Wir haben 140 PS, sollen also davon nicht betroffen sein. Bisher kann ich auch nichts Negatives sagen. Das Getriebe hat noch keinen Ärger gemacht. Vorsichtshalber habe ich mal beim Kauf die Garantieverlängerung abgeschlossen. Gucken wir uns mal das Äußere an. Hier haben wir das Gasfach mit 2 Aluflaschen, die Duo Control von Truma mit der Crash-Sicherung. Dann haben wir hier die Lüftungsgitter von dem Dometic-Kühlschrank, hier noch mit den Sommergittern. Was heißt noch? Wir haben ja mittlerweile Sommer. Allerdings gibt es dafür auch ein Winterset für Temperaturen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube entweder unter 6 Grad oder sogar im Minusbereich. Ich bilde mal ein, ab unter 6 Grad wird empfohlen, die zu wechseln. Ja, hier sieht man, dass ich ein bisschen grobstolligere Reifen drauf habe. Das sind keine AT-Reifen, weil die mir vom Grip für den Straßenbelag dann doch zu schlecht waren. Und wir sind mit Sicherheit keine Offroad-Fahrer, zumal das Fahrzeug auch nicht dafür gedacht ist. Gehen wir mal auf die andere Seite. Da haben wir hier noch ein großes Staufach. Hier seht ihr, habe ich ein bisschen AdBlue als Reserve drin. Hinten dran sieht man meinen Wechselrichter. Dann haben wir die Frontabdeckung. Für die Frontabdeckung bzw. für die Windschutzscheibe habe ich hier nochmal 2 Isomatten, wobei ich im Winter nur eine davon für die Fensterscheibe nutze. Die andere lege ich dann im Fahrerhaus aus. Ja, nochmal ein Teppich, der mir gerade entgegenkommt für schlechtes Wetter. Bisschen Desinfektionsmittel für die Wasserleitung. Ja, ein bisschen Platz ist noch hier drin, damit man das sieht. Ja, wenn wir gerade hier drin sind, für diesen Lüftungsschlauch hier habe ich mir eine Verlängerung geholt. Der Anschluss. So, da guckt mein Anschluss raus. 2 HT-Rohre. Die kann ich mir dann ein bisschen drehen. Und dort auf das Ende von dem HT-Rohr, da mache ich mir dann im Winter noch eine Verlängerung drauf. Die führe ich dann hier an dem Sitz vorbei, hier an den Pedalen entlang und lasse sie dann hier in der Mittelkonsole rausgucken. Das hat den Vorteil, dass ich dann das Theater mit dem Kondensat an der Windschutzscheibe dann nicht habe. Dann bleibt mir die Windschutzscheibe trocken und dementsprechend auch die Meldungen bleiben dann aus für die Fahrerassistenzsysteme. Ja, wenn wir schon hier vorne sind, hier sind noch mal die Verschlussketten für die Fahrzeuge. Hier bei dem Ducato 8, bei mir passt sie einwandfrei, weder zu lang noch zu kurz, sondern gerade so, dass es sich schön einhängen kann und dass man nicht noch mit der Hand dazwischen greifen kann. So, noch eine kleine Besonderheit hier am WC-Fach.
Die Besonderheit ist es, dass ich es einhändig nicht aufbekomme. So, hier sieht man das Warndreieck und das Gehäuse für meinen Alpfilter. Und hinten dran sieht man, dass es mit Amaflex isoliert ist. Also auf gut Deutsch, die Original-Toilette ist draußen. Wir haben die Clesana C1 nachrüsten lassen und haben hier dafür noch mal ein bisschen Staufläche, ja, für ein paar Utensilien. Ne? So, machen wir mal an der Tür weiter. Ich mache sie mal kurz zu. So, ich weiß nicht, wer das Thema schon hatte. Das mit den Spaltmaßen ist ja ab und zu ein bisschen schwierig. Leicht verzogen ist die Tür auch. Ich weiß nicht, ob man das hier jetzt sieht. Vielleicht so. Wobei mich das Verzogene jetzt nicht ganz so stört. Ich konnte es ein bisschen richten, weil mir über den Winter der ganze Schneematsch da reingezogen ist. Also gerade hier so in diesem Bereich. Hier unten sieht man es. Hier seht ihr noch ein bisschen den Dreck von der letzten Tour. Ja, also 100%ig dicht ist es noch nicht, aber zumindest nicht mehr so, dass es mir hier bis oben hin rangiert. So, was ich euch aber hier zeigen wollte, ist hier diese Tür. Das Türscharnier. Hier sieht man es noch. Hier hinten dran sind so Distanzplättchen oder fast so, ich sag jetzt mal wie U-Scheiben. Die habe ich oben rausgenommen, damit mir die Tür ein bisschen gerader geworden ist. Und ansonsten lässt sich das hier verstellen. Ne? Also hier lässt sich in alle Himmelsrichtungen verstellen. Ich habe jetzt die Innenseite mehr genutzt, um ein bisschen hoch und runter zu rangieren. Und hier an der Tür selber quasi, um den Neigungswinkel der Tür zu ändern. So, Tür haben wir. Kommen wir zum nächsten, was ich gemacht habe. Das ist der Tisch. Wenn ihr euch den Tisch jetzt mal so anguckt, dann wird euch auffallen, dass der etwas kantiger ist als der Originaltisch. Den habe ich gekürzt. Ja, habe auch einen neuen Umleimer dran gemacht. Ja, habe also hier diesen Bogen weggekürzt, insgesamt 5 cm in der Spitze. Und habe dann dementsprechend 10 cm gewonnen oder 5 cm rechts und links. Ja, hier haben wir unseren Platz für die Kaffeemaschine auf Magneten. Uns ist auch die Kaffeemaschine jetzt innerhalb der letzten knapp 13.000 Kilometer nicht auf Wanderschaft gegangen. Noch eine kleine Besonderheit hier zum Kühlschrank. Wir haben uns hier über den Bedienknopf einen kleinen Deckel geklemmt, weil wir immer wieder das Problem hatten, dass irgendeiner an den Knopf gekommen ist und der Kühlschrank dann aus war und das ganze Thema dann leider immer unbemerkt blieb, bis wir an die Lebensmittel wollten. Ja, was kann man euch noch zeigen? Ja, hier die Clesana. Dann haben wir hier uns so Gummistopf geholt, die wir hier über den Abfluss legen können. Ja, wenn man hier ein bisschen, wie soll ich sagen, je nachdem, was man dort in den Abfluss kippt, fängt das dann relativ zügig im Sommer an zu müffeln. Ja, also das heißt, man muss darauf achten, dass man den Grauwassertank dann entsprechend oft leert und sauber hält und vielleicht auch nochmal nachspült, damit es da einfach nicht so rausmüffelt. Ansonsten, was haben wir hier noch? Wir haben hier die Klimaanlage drin. Selber, ich würde sie eigentlich nicht mehr empfehlen. Ne? Ich denke mal, meiner Meinung nach würde es der Max-Fan auch tun. Damals ging es darum, dass wir noch ein Haustier mitnehmen wollten und da wollte ich auf der sicheren Seite sein, dass er hier nicht gebraten wird. Ja, 4 Wochen später hatte sich das Thema von selber erledigt und in Gebrauch hatten wir sie eigentlich jetzt, ja doch einmal haben wir sie angemacht, ansonsten noch einmal war sie an zum Testen daheim auf dem Hof. Was haben wir hier drin? Stell mal um, damit ihr mich seht. Was haben wir hier drin? Wir haben hier drin einmal eine 480 Ampere Bultron-Batterie. Dann haben wir den Dometic-Wechselrichter, den ich euch gezeigt habe, mit 1800 Watt. Wir haben oben 2 Solarpaneele drauf von Wattstunde, insgesamt 365 Watt. Ja, also das, was wir eigentlich so an Tagesverbrauch haben, das lädt uns auch diese Paneele nach. Na, das funktioniert einwandfrei. Dann haben wir Ladebooster, 50 Ampere drin, das funktioniert auch sehr gut. Während der Fahrt das Nachladen, gerade bei die Winterzeit, da haut es nicht so dolle hin. Ich sag mal, da kommen wir so eine Woche aus. Im Sommer 2 Wochen bei richtig gutem Wetter, auch länger, ist auch kein Problem. Alugasflaschen
vom Verbrauch her im Winter, ja, so eine Woche mit einer Flasche sind wir bisher ausgekommen. Und wir nutzen sie allerdings auch viel, das muss man jetzt auch dazu sagen. Kühlschrank läuft über Gas, Heizung läuft über Gas, kochen tun wir auch, beziehungsweise eher meine Frau. Wenn ich koche, werden wir nicht satt. Ja, Grillen, das wollte ich euch noch zeigen. Unsere Bordausstattung, was wir hier nutzen, damit ihr das seht, das ist unsere Heißluftfritteuse mit um die 1000 Watt. Damit machen wir dann Brötchen, Fleisch, Bratwürstchen, klappt auch sehr gut. Hier unten drin haben wir noch mal einen Grill. Damit ich die Klimaanlage nicht laufen lassen muss, habe ich hier noch den Einhängelüfter von Fiamma. Den hängen wir uns dann nachts ins Mittenhäke. Funktioniert tatsächlich sehr gut. Vorausgesetzt, es regnet nicht und wir können beide Fenster aufmachen. Wenn wir sie nicht aufmachen können, dann dann heißt das, man spielt hier das Brathähnchen. Hier habe ich noch eine Geschichte, die ich euch zeigen möchte, und zwar diesen Sauggriff. Den haben wir, das wird jetzt nichts mit einer Hand, den positionieren wir üblicherweise draußen neben der Tür, so dass man ihn als Einstiegshilfe nutzen kann. Elektronik habe ich euch gesagt, Clesana, ja, ob wir uns wieder unterhalten können. Clesana bin ich auch super zufrieden mit. War eigentlich auch meiner Meinung nach die richtige Entscheidung, weil wir auch gerade, auch wenn es warm ist, wenn wir irgendwelche Essensreste, Abfälle haben, oder wir hatten es jetzt im letzten Urlaub den Fall gehabt, dass wir uns geschnittene Melone geholt haben und die war dann doch schon schlecht. Da konntest du reinwerfen, einschweißen. Man musst dir keine Gedanken mehr drum machen, dass du da irgendwelches Viehzeugs hast. Zum Thema Kunststoff Clesana ist ja auch immer mal wieder eine Diskussion. Seit Anfang des Monats gibt es diese Schläuche als in einer biologisch abbaubaren Variante, beziehungsweise wird auch biologisch hergestellt. Soweit ich das gesehen habe, kostet das Päckchen Liner dann 2 Euro mehr, also jetzt keine erheblichen Mehrkosten. Also von der Seite ist auch das Thema Umweltschutz hier auch angekommen bei der Clesana und nicht mehr das übliche Totschlagargument. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben die T-Tronic drin. Bin ich auch super zufrieden mit. Kann sie selber erweitern. Gut, wenn man mal etwas ausprogrammieren muss, wird es ein bisschen tricky. Aber geht auch, wenn man weiß, wie es ist, wie es funktioniert. Also von der Seite auch alles gut. Vorne haben wir noch das Zenec Radio, das ZE 3766. Da möchte ich auch noch mal was dazu sagen. Update. Und zwar war es vor dem Update so gewesen, wenn es mir schon ein paar Mal vorgekommen ist, dass der die Einstellung vergessen hat und mir die Tastenknöpfe nicht mehr die Funktion hatten, wie sie ursprünglich hatten. Und zwar habe ich jetzt ein neues Update drauf. Und mit dem neuen Update ist auch automatisch immer die Bedienung, so die Bedienelemente am Lenkrad für den Ducato 8 eingestellt. Ja, so, was haben wir noch Schönes an Modifikationen? Eigentlich fällt mir tatsächlich im Moment nichts ein, wenn ich hier mich so umschaue. Was ich aber gesagt bekommen habe, war gerade letzte Woche Gesprächsthema. Das ist das Thema Dichtung für die Staufächer von außen oder zumindest für das große Staufach. Und zwar ist es dort vorgekommen, dass dort Wasser eingelaufen ist, unten ins Schloss, das Schloss angerostet ist und man das Schloss nicht mehr bedienen konnte. Und den Betroffenen, denen wurde empfohlen, dann eine Lippendichtung noch oben einzulegen, um genau dieses zu verhindern. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. Da will ich auch nochmal nachsetzen. Und ich glaube, was ich euch auch noch mal zeige, ist die manuelle Entriegelung. Und zwar, da kommt man auch von innen dran. Ich zeige es euch jetzt von außen. So, und zwar seht ihr hier diesen Schlitz. Dort befindet sich der Zugmechanismus. Und wenn ihr dort mit einem Schraubenzieher oder mit einem kleinen Haken reingeht, dann könnt ihr das Schloss manuell entriegeln, falls mal die Elektronik nicht funktioniert. Für die, die es nicht wissen, von hier unten sieht man die Klappe, die unter der Sitzgruppe ist. Ne? Die lässt sich dann anheben und dementsprechend kommt man dann hier dran.
So, dann würde ich sagen, das soll es auch mal bis hierhin gewesen sein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir mal bitte was in den Kommentaren. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen, Anregungen habt, gerne auch. Ansonsten wünsche ich euch dann allzeit gutes Wetter, gute Fahrt und vielleicht bis zum nächsten Mal.